Liebe Terroristikfreunde, heute möchte ich euch Tipps und Empfehlungen aus der Praxis zum Bau von Schlangenterrarien geben. Welche Größe für welche Schlangenart, künstliche oder echte Pflanzen, welche Beschichtungen als Oberfläche für die Liegeplateaus. Eben alles, worauf es ankommt. All das hängt zunächst einmal von der Art der Schlange ab. Kletterfreudige Kornnattern benötigen nun einmal eine andere Terrarienform als Königspythons, die ja nicht so gute Kletterer sind und bevorzugt, wie in der Natur, in kleinen Höhlen liegen. Es gibt verschiedene Arten von Frontbelüftung. Jeder kennt die normale Kaminlüftung. Bei Einsatz von Beregnungsanlagen können dabei jedoch Wassertropfen auf der waagerechten Gase entstehen, die dann irgendwann durchfallen. Deswegen bevorzugen wir für diese Fälle senkrecht eingebaute Gaseflächen oder Lüftungsrosetten in einer Glasbodenblende. Diese haben auch den Vorteil, dass man die Schlangen direkt von vorne auf dem Bodengrund sehen kann. Leuchtmittel bauen wir komplett verdeckt liegend mit Schutzgittern in den Lichtkasten ein. Schutzkörbe, die im Terrarium in die Lampen angeschraubt sind, empfinden wir optisch als sehr unschön. Weiterhin kann man die Terrarien mit Digitalanzeigen in der Lichtkastenblende ausstatten. Diese zeigen Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Terrarium an. Die meisten Schlangen benötigen ein halbfeuchtes Waldterrarium, das die Halter dann regelmäßig per Hand besprühen. Wenn die Schlange ein feuchteres Habitat benötigt, dann bietet sich der Einbau einer Beregnungsanlage an. Diese darf aber nur über eine sekundengenau einstellbare Zeitschaltuhr gesteuert werden und nicht über ein Luftfeuchtemesser. Dies führt zu unkontrollierbaren Beregnungszeiten. Auf Luftbefeuchter, sogenannte Fogger, sollte man verzichten, da der kalte Wasserdampf für viele Schlangen nicht besonders verträglich ist. Als Lüftung in der Decke kann man runde Lüftungsrosetten nehmen oder eine große Gasefläche einbauen, was wir bei Verwendung einer Beregnungsanlage unbedingt empfehlen. Bei der Gestaltung der Landschaft muss man die Anforderungen der jeweiligen gehaltenen Schlange erfüllen. So gestaltet man dann seine Landschaft mit großen Felsüberständen, einer Höhle oder Wettbox, mit Sonnenplateaus, bei kletterfreudigen Schlangen mit vielen verschiedenen großen Felsen und Kletterästen oder nur mit einem dicken Ast mit einer Gabelung. Für kleinere Schlangen wie Regenbogenboas, Kornnattern und Zwergboas kann man die Terrarien auch mit echten Pflanzen ausstatten. Das geht aber auch bei schwereren und größeren Schlangen, wenn man dann die Pflanzen so an die senkrechten Wände platziert, dass die Schlangen nicht mehr darauf liegen können. Ansonsten muss man die Pflanzen halt gelegentlich ersetzen. Echte Pflanzen tragen enorm stark zu einem natürlichen Klima mit erhöhter und länger anhaltender Luftfeuchtigkeit bei. Wir haben für einen Kunden mal zwei identische Terrarien gebaut. Beide hatten die gleichen Zeiten als Beregnungsdauer. Eines hatte echte Pflanzen, das andere künstliche. Die Luftfeuchtigkeit lag in dem mit den echten Pflanzen im Tagesdurchschnitt um 10 bis 20% höher. Bei der Beschichtung der Oberfläche muss man darauf achten, dass die Liegeflächen nicht zu scharfkantig, zum Beispiel in Stein- oder Sandoptik gestaltet werden, da einige Schlangenarten auf Dauer dadurch Schäden an den Schuppen nehmen können. Wir nutzen eine eigene Mischung aus verschiedenen Naturmaterialien auf allen Flächen, auf denen die Tiere überwiegend liegen. Daneben gibt es natürlich auch Landschaften für Schlangen, die aus den Wüsten stammen, wie zum Beispiel Klapperschlangen oder ein Angola-Python, die eher eine sandige oder steinige Oberfläche benötigen. Bei der Terrarienform ist man sehr variabel, wenn man auf die Anforderungen der Schlangen, wie zum Beispiel eher kletternd oder eher bodenbewohnend, Rücksicht nimmt. Man kann sie mit oder ohne Unterschrank bauen.
auch mit einem seitlichen Festlasselement. Ich hoffe, dass unser Film euch einige interessante Informationen geben konnte. Wenn ihr weitere Fragen habt, so ruft uns einfach an. Wir liefern auch gerne komplette Landschaften für euer vielleicht schon vorhandenes Terrarium, die ihr dann fertig einbauen könnt. Bis bald, euer Rainer Hoppe.